Herzlich willkommen zu einem Sommerspezial aus der Aquarellwerkstatt. Es ist Sommer und wir machen jetzt gerade auch ein wenig Urlaub. Um euch die Wartezeit bis zum nächsten Video etwas zu verkürzen, laden wir hier in loser Folge ein paar Überraschungsvideos für euch hoch. Es handelt sich dabei um Zusammenschnitte einiger vergangener Live-Malabende. Falls ihr an so einem Live-Event demnächst auch einmal dabei sein wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Unterstützerbereich. Bei einer monatlichen Unterstützung unseres Kanals mit zum Beispiel 10 Euro bekommt ihr zusätzlich zu allen Skizzen und Fotos auch Zugang zu den monatlichen Livestreams. Dies sind Malabende hier auf YouTube, an denen wir zusammen malen und ihr im Chat auch Fragen stellen könnt. Bei Abschluss eines Unterstützerpakets, das übrigens ganz einfach monatlich kündbar oder wechselbar ist, bekommt ihr natürlich auch sofort Zugriff auf alle älteren Streams, so dass ihr den folgenden Zusammenschnitt auch in Echtzeit Pinselstrich für Pinselstrich sehen könnt. Nun aber erstmal viel Spaß mit diesem Film. Hallo, herzlich willkommen an alle da draußen zum Livestream heute mit dem wunderbaren Thema stürmisches Meer. Nicht so ganz passend zum Wetter bei uns heute in Kiel. Da war es nämlich wunderschön, traumhaft und quasi windstill, was wir wirklich selten haben hier oben bei uns, zumal im Winter. Ja, das ist ein Thema, was ich heute, oder ein Motiv, was ich heute mit euch malen möchte, was es tatsächlich mal in einem Kaufkurs gab und auch gibt, der heißt Stürmisches Meer. Da gibt es noch zwei weitere Motive, also insgesamt 3. Und einmal diese Möwen über dem Meer. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme es trotzdem mit rein in den 10 Euro Livestream, weil es einfach ein schönes Motiv ist und viele sich das immer wünschen. Ich merke das an meinen Kursen. Ich habe es oft gemalt in Präsenzkursen mit Meeresthemen, aber für mich ist es so ein bisschen jetzt fertig, dieses Motiv. Ich werde es heute also zum allerletzten Mal malen. Da wir heute mit dieser Maskierflüssigkeit arbeiten und die trocknen muss und die kann gar nicht lang genug trocknen, sodass wir da auf keinen Fall nachher irgendwie in die Umgebung mit reinkommen mit dieser Maskierflüssigkeit, würde ich sagen, fangen wir damit heute an. Und zwar wäre das schön, wenn ihr die habt. Entweder, ich habe jetzt hier Rubbelkrepp von Schminke, es gibt die auch von Winsor Newton, von allen Firmen. Ich werde aber meine Möwe jetzt hier maskieren, also beide Möwen mit einem Pinsel, weil ich immer ein bisschen mehr Kontrolle habe mit dieser Pinselspitze als mit dieser feinen Spitze von diesen Stiften, die es da auch gibt. Und man würde den Pinsel hier ein bisschen einseifen mit Wasser. Also ich war jetzt eben einmal im Wasser drin natürlich hier. Ja, und dann gehe ich mit der Pinselspitze ein bisschen in die Seife und dann gehe ich mit dem vorbereiteten Pinselkörper in die Maskierflüssigkeit rein. Das klappt dann trotzdem gut, also es maskiert wunderbar, aber die Pinselhaare sind geschützt und ich kann dann, wenn ich gleich auswasche, wird der Pinsel wieder so schön wie eh und je. Jetzt bin ich hier mit diesem angefeuchteten Pinsel, gehe ich hier in mein Fläschchen und male jetzt für die Leute, die das noch nie gemacht haben, hier mit dieser weißen Maskierflüssigkeit schön gründlich und vorsichtig meine Möwe aus. Und dann ist der Vorteil eben, dass die Farbe an der Stelle dann nicht das Papier bedeckt. Wir rubbeln das nachher weg, diesen Film, und dann haben wir die weiße Möwe und können die dann separat malen. Man hätte auch noch ein bisschen, ich hatte vorhin schon ein bisschen radiert, man hätte noch ein bisschen mehr radieren können, denn nachher, wenn die Maskierflüssigkeit da drüber saß, ich habe das oft so gehabt, dass dann der Bleistift nicht mehr weggeht. Vielen Dank. Versucht mit einem feinen Spitzenpinsel zu arbeiten und in aller Ruhe ganz die feinen Konturen auch zu erwischen. Ich mache, glaube ich, die Möwenbeine gar nicht, die können wir super nachher draufmalen. Naja, doch, ein bisschen maskiere ich sie doch, weil das ist schon schön, wenn wir da, aber ganz vorsichtig. Die werden oft zu dick, ja, wenn ihr da jetzt einen zu dicken Strich macht. Und lieber irgendwas vergessen, das kann man nachher mit Deckweiß anflicken, ja, wenn da der Schnabel zu wenig maskiert ist, ist immer einfacher, als wenn der zu groß, zu grob ist. Und die kleineren Möwen, die ich dann hier noch rechts eintragen werde, die maskiere ich nicht, die wasche ich dann aus. Das muss jetzt schön trocknen. Ich wollte ein paar Bleistiftstriche am Rand noch wegradieren und habe jetzt schon ein bisschen Maskierflüssigkeit entfernt. Also lieber mit dem Radiergummi jetzt nicht rangehen. So, wir fangen an mit dem Himmel und da brauchen wir die Farbe Kobaltblau, ein bisschen Cadmiumrot, aber nur ganz wenig. Und wenn ich das nicht in der Materialliste hatte, dann kann man auch das Alicerin-Karmesin nehmen und ein bisschen Lasurorange mit rein. Dann hat man auch so ein warmes Rötlichen. Also ich möchte jetzt wieder wie hier
So was Stürmisches, Graues. Hier ist, glaube ich, sogar irgendwas Granulierendes mit drin. Also man könnte es vielleicht sogar mit französisch Ultramarin machen. Graues, aber auch Lichtes. Ja? Also der Himmel soll eine viel hellere Form sein als das Meer. Und das Hellste im Bild sind dann die Möwen und die Welle. Also Palettendreck ist höchst willkommen. Und das Blau. Ich male gern so dunstige Himmel mit Cadmiumrot. Dann ist es so ein bisschen rötlich und wenn wir nachher das Meer so ein bisschen grünlich machen, dann ist es ein schöner, subtiler Komplementärkontrast. Das Papier ist ganz trocken. Bisschen mehr Rot zum Horizont hin. Strich für Strich. Ja, so ein bisschen Rot hier ist ganz schön. Und dann versuchen wir eine schöne gerade Linie hinzukriegen. Und jetzt ist der Himmel ja noch sehr hell und jetzt gehe ich oben noch mal ein bisschen rein. Könnt ihr mal schreiben, ob jemand jetzt nur noch von euch nur noch die Himmel mit dem Hake Brush macht. Wäre ja mal interessant zu wissen. So, und jetzt, wenn ich hier so reingehe, versuche ich eben hier mal ein bisschen was Helles zu lassen, also dem Ganzen so ein bisschen Bewegung zu geben, weil wir haben eine richtig stürmische Welle nachher. Und da muss natürlich im Himmel auch so ein bisschen Bewegung sein. Vielleicht so. Ja, oben könnte es noch ein bisschen dunkler. Ein bisschen Sienna gebrannt mit rein ins Blau. Ein bisschen Alizarin, ein bisschen mehr Blau. Ja. Okay, als nächstes mache ich die Welle. Ich warte aber vielleicht noch ein bisschen. Das ist jetzt hier diese große Form, die also hier so ein bisschen schräg, bewusst schräg runterläuft. Das ist diese Dynamik, ja, diese Möwe stürzt sich da rein. Die hat hier irgendeinen so kleinen Fisch entdeckt oder irgendein Brötchen, was hier noch am Strand liegt. Und diese gesamte Form, diese große Form mache ich jetzt schön nass mit Wasser und gebe dann die verschiedenen Farben hinein. Wenn wir jetzt Farben hineingeben, können wir schon darauf achten, dass im oberen Bereich dieser Wellenform keine Farbe hinkommt. Ja? Also wir dürfen nicht die Farbe bis dahin setzen, wo wir nass gemacht haben. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. Nass gemacht ist jetzt bis hier, aber meine Farbe kommt maximal bis hier, sodass oben noch ein heller Rand stehen bleibt. Zeigt es nochmal hier im Original. Ja, da ist keine Farbe hingemalt hier oben. Keine Farbe. Hier unten schon. Und grundsätzlich geht jetzt die Farbe innerhalb der Welle nicht über die Tonwertstufe 3 hinaus. Ja, und jetzt fange ich an, hier mit meinen Farbresten vom Himmel so ein bisschen rein zu tupfen. Ja, wichtig, dass nicht so gleichmäßig angemalt wird. Unten, die rollt ja so ran, die Welle. Unten ist sie auf alle Fälle grundsätzlich dunkler, oben grundsätzlich heller. Das können wir schon mal so ein bisschen hier reinmalen. Und dann können wir mit reinnehmen Kobalt-Türkis Light, weil das gleich im Meer auch noch mit vorkommt. Dann würde ich mit reinnehmen ein bisschen Lichter Ocker. Das kommt nach Lichter Ocker, haben wir nachher für den Sand noch und Sienna gebrannt. Und das kann eben auch mit in die Welle rein. Aber ganz vorsichtig, dass wirklich das Ocker nur so ein Hauch Wärme hier. Ganz vorsichtig ein bisschen was Warmes in diese helle Fläche hier von der Welle rein. So, das ist so schon ganz schön. Ein bisschen Alizarin würde auch noch gehen. Auch hier mit dem Alizarin-Karmesin sehr, sehr vorsichtig. Es soll nur so eine rötliche Tönung haben, auf keinen Fall irgendwie jetzt einen roten Punkt da reinsetzen. Ein bisschen dunkler noch mit Kobaltblau und ein bisschen Sienna gebrannt für den unteren Bereich. Und dann fange ich schon an, hier diese Höhlen schon so ein bisschen vorzubereiten. Und da auch noch ein bisschen. Im unteren Bereich, da wo die Welle auf den Strand aufschlägt, ist sie dunkler. Es hat quasi so einen Eigenschatten, so kann man das sagen. Am hellsten ist sie oben drauf, wo das Licht hinkommt. So, dann ist auch schön, wenn wir ein bisschen spritzen natürlich, dann kriegen wir schon mal so ganz kleine Formen da rein. Wasser reinspritzen ist schön und auch ein bisschen, ich habe jetzt noch ein bisschen dunkle Farbe genommen. Gelegentlich habe ich auch mal mit Salz reingesprüht, Salz reingegeben. Das gibt schöne so Salzkristalle. Ich glaube, hier ist es aber nicht gemacht. Könnte man versuchen. Das ist jetzt Wasser. Ja, das funktioniert gut. Ja, dann bricht es so auf und kriegt richtig so kleine Schaumkrönchen.
Okay. Diese beiden Höhlen, die ich hier, also da, wo die Welle wirklich, hier ergießt sie sich rüber und hier gibt es so eine richtige Einbuchtung des Wassers. Die werde ich später noch mal ein bisschen dunkler machen. Das lasse ich jetzt erstmal so. Okay, ich föhne das jetzt mal vorsichtig ein bisschen, damit wir dann gleich weitermachen können. Also nochmal wichtig, wäre es jetzt auf eurem Blatt, sollte es ganz hell hier aussehen in der Wellenform. Ja? Also es ist wirklich helle Farben, die nur das Papier ein bisschen tönen. Dann wäre noch wichtig, dass ihr oben an den auslaufenden Farben hin zum oberen Wellenrand keine harten Kanten habt. Ganz weiche Kanten. Jedes Mal eine harte ist nicht schlimm, aber alles andere ist sehr, sehr weich, sodass wir keinen abrupten Übergang haben, sondern es läuft halt weich nach oben hin aus. Das sind eigentlich so die zwei Sachen, die wichtig sind. Erstmal. Dann würde ich sagen, mischen wir uns jetzt eine schöne Farbe für die Meeresfläche. Und da ist es jetzt wieder euch überlassen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ich finde ja das Motiv eben auch unter anderem so schön, weil es so schön Ton in Ton ist. Und das ist mir schon ein bisschen zu blau. Heute werde ich es ein bisschen grünlicher machen. Also was man da so erwischt mit der Meeresfarbe ist Tagesform. Und ich kann mal so ein bisschen was vorschlagen. Auf alle Fälle Kobalt-Türkis Light mit ein bisschen Neutraltinte. Das ist aber nicht so viel Neutraltinte, aber so kriegen wir die Farbe ein bisschen gebrochen. Haben wir erstmal das. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Da hinein kommt noch ein bisschen Blau. Ultramarin ist das jetzt. Und wieder ein bisschen Kobalt-Türkis. Pfütze wieder ganz, ganz groß. Wir brauchen wirklich viel, viel fette Farbe. Jetzt habe ich das Ganze mit Blau variiert. Sieht so aus. Auch schon nicht schlecht. Ich finde das Grün auch ganz gut. Also man könnte sich diese beiden Pfützen so nebeneinander legen. Dann kann man ein bisschen variieren. Einmal ein bisschen grünlicher, einmal ein bisschen bläulicher und ein bisschen immer mit der Neutraltinte dazu. Okay, wer möchte, kann auch Viridiangrün nehmen. Das ist auch immer eine schöne Variation. So ein bisschen ins Grün noch mit rein. Ja, das ist auch wunderschön, finde ich. Wenn man das so ein bisschen variieren kann. Und wenn es dann noch dunkler werden soll, wenn wir uns der Welle nähern, ja, weil das ist natürlich immer besonders schön, wenn hier hinter das Ganze schön dunkel ist, dann leuchtet es umso mehr. Da könnten wir dann in die Mischung auch temporär ein bisschen von dem Alizarin-Karmesin mit reinnehmen. Also das sind so die Mischungen, die mir jetzt so vorschweben. Ich mache das jetzt nicht nass, die Fläche, sondern ich mache nur bestimmte Stellen nass, wo ich möchte, dass, wenn ich Glück habe, hier so weiche Ränder entstehen. Mit klarem Wasser wird jetzt die Oberkante der Welle angefeuchtet. An dieser Stelle und hier. So nass machen, dass nachher auch noch nass ist. Hab ich schon oft gehabt, dann war es getrocknet, ehe ich da unten war. Und hier die Oberkante von der kleinen Welle. Bevor uns der Mut verlässt, schnell rein in unsere Blaumischung. Blau-Grün, Kobalt-Türkis Light. Kann auch Ultramarinblau nehmen oder Ultramarin Feinst. Und ein bisschen Rot vielleicht noch. Je nachdem, was man so, ja, es kann grünlicher sein, es kann bläulicher sein. Es geht alles. Es sollte aber dunkel genug sein. Ein bisschen durchbrochener Pinsel ist nicht schlecht. Zu blau ist immer nicht so wirklich Meeresfarbe. Bisschen Grün mit rein. So, wo war hier meine Welle? Irgendwo da. Und jetzt kommen wir an die Hauptwelle. Das klappt hier. Hier gehen wir ein bisschen runter. Da ist das Weiche. Da ist es weg. Hat nicht geklappt. Und hier ist es nochmal weich. So schnell kann es gehen. Hinten muss ich nochmal irgendwie ein bisschen rein. Da ist zu wenig Farbe. So, jetzt gucke ich mal. Hoffentlich gibt es keinen Wasserrand. Mit meinem Auswaschpinsel versuche ich jetzt hier diese Welle, die ich ja hier angedacht hatte, nochmal so ein bisschen rauszunehmen. Weil es ist schon schön, wenn das so stürmt hier im Meer und man hat nur hier eine Welle, dann ist es irgendwie nicht so ganz stimmig. Okay, das ist mein Meer heute und ich föhne es ein bisschen. Jetzt muss ich unbedingt von dem Möwenkörper hier diese nassen Tropfen ein bisschen abtupfen. Wenn die reinlaufen, ist es nicht so schön. Und wir wollen ja auch nachher die Möwe freirubbeln. Und wenn da noch nasse Farbtropfen liegen, dann schmieren wir uns die beim Rausrubbeln in diese Fläche vom Wasser hinein. Das wäre auch schade. Also, ich fange an mit klarem Wasser.
und lasse so ein paar Bereiche unter der Welle wie so kleine Schaumkrönchen, die hier nochmal so, ja, nach vorne spritzen, lasse ich frei. Nicht komplett weiß lassen unter der Welle, aber so, ich habe die ja schon unten ganz unegal gemalt hier, ja, die ist ja schon sehr verzüpfelt hier und das ist auch gut so. Und in diese feuchte Geschichte gebe ich jetzt ein bisschen von dem Blau hier noch rein. Da könnte man jetzt auch ein bisschen Cobalt Türkis Light mit reinnehmen oder Zylinblau, ja, es kann so ein kühles Blau jetzt sein. Ein paar Stellen bleiben weiß, kann wirklich variiert sein. Hier ist ein bisschen mehr Blau, hier ist ein bisschen mehr Wasser, mehr Blau, mehr Wasser, ja, das nicht zu gleichmäßig aussieht. Jetzt ist das schön nass und da in diese Nässe hinein schließt sich jetzt das bei mir schon schmutzige, lichte Ocker an. Und jetzt sehen wir schon, wie das Gelb auf einmal hier so reinballert im Bild. Ja, Gott sei Dank haben wir in der Welle schon ein bisschen lichter Ocker, da haben wir es schon mal eingeführt, die Farbe. Jetzt kommt schon das Sienna gebrannt. Für den nassen Sand und spätestens jetzt mische ich das Ganze mit dem Kobalt oder mit dem Ultramarin und Sienna gebrannt und die Pfütze wird cremiger und ich setze dann hier diese Schlammfarbe sozusagen. Ja, das ist jetzt ein wirklich grauer Farbton. Wichtig ist, dass so ein ganz heller Bereich hier nochmal ist im Strand, dass wir das Gefühl haben, das Wasser fließt da und verbindet sich mit dem feuchten Sand. So ein paar dunkle Akzente für so kleine Algen oder Steinchen. Und dann Spritzer natürlich. In den Sand ist immer schön, mit einem Kunststoffpinsel ein bisschen rein zu spritzen. Kann auch mit Blau reinspritzen, wenn ich das Gefühl habe, da ist noch nicht genug Blau. Oder mit einem Braun. Aber so mit Wasser finde ich es auch sehr schön. So, ich habe noch so ein paar Striche reingesetzt, aber das braucht es eigentlich schon gar nicht. Und da das jetzt hier oben schon wunderbar getrocknet ist, nehme ich mal an, ja, können wir jetzt ja vorsichtig, das kann jetzt hier in Ruhe vor sich hin trocknen. Wir können jetzt hier schon mal die Möwen abrubbeln. Und da können wir entweder ein Radiergummi nehmen, mal gucken, ob das hier geht. Es gibt auch so spezielle, harte Radiergummis dafür. Hat mir die Tina Jurig mal eins geschenkt, aber ich habe es natürlich irgendwo verkramt. Ansonsten nimmt man den Finger. Also es wird ja öfter mal gesagt oder geschrieben, dass das Papier kaputt geht beim Abrubbeln. Das kann eigentlich nur passieren, wenn man mit minderwertigem Papier arbeitet. Bei Büttenpapier ist mir das noch nie passiert, dass es kaputt geht. So, morgen wird wieder Staub gesaugt. Ich mache das einfach nach unten auf dem Fußboden. So, die Möwen sind schon da. So, ich fange gleich mit den Möwen an, aber vorher können wir schon mal hier die zwei kleinen Möwen, die hier noch sind, ein bisschen auswaschen. Dann hat das Meer hier gleich noch eine schönere kleine Betonung. Also hier habe ich jetzt zwei Möwen eingefügt, ja, die so ein bisschen kleiner sind, die sind weiter weg und das Thema nochmal variieren. So, wir fangen jetzt aber schon mal an mit der linken Möwe hier. Eine Möwe geklappt und bei der anderen nicht. Okay. Sonja Bensinger schreibt, dass sie das Problem auch früher hatte mit dem Stift, wenn er älter war und Ja. zu dünn aufgetragen. Ja, das glaube ich ja auch. So, ich gehe jetzt mit Violett in den angefeuchteten Bauch rein hier, mit ein bisschen Ocker auch noch hier in die Möwe und zusehen, dass es nur der untere Bereich des Bauches dunkler ist und die Farbe nicht oben hinläuft, wo wir das schöne Helle noch haben wollen. Und auch hier geht es richtig schön dunkel im Kopf, in der Hälfte des Kopfes weiter. Und wir brauchen noch ein bisschen dunkler. Wenn wir aufs Foto gucken, ist es wirklich wahnsinnig dunkel am unteren Bereich des Möwenkörpers. Also ich habe wieder wie in der Welle, ich habe jetzt meine Blautöne genommen. Hier, die Möwe sieht wirklich ganz der Welle ganz ähnlich farbig. Unten habe ich Blau mit Sienna gebrannt gemischt und hier in den mittleren Bereich nochmal ein bisschen Ocker reingegeben. Das ist das, was ich hier auch sehe. Jetzt kommt diese große Feder hier, die Schwinge. Die war oft in meinen Kursen zu kurz gezeichnet. Ja? Also da könnt ihr nochmal den Abstand oder das Dreieck, was hier zwischen den beiden Schwingen im Leerraum drin ist, überprüfen auf eurem Bild. Das ist halt hier dieser Leerraum hier zwischen den beiden Flügeln. Ja? Dieses Dreieck, was da drin ist. Das muss passen, damit dieser Flügel groß genug ist. Aber sieht jetzt auch nicht, ist auch nicht so wahnsinnig schlimm, wenn er zu klein ist. So, und da haben wir relativ viel Braun drin. Und oben sind die natürlich schwarz. Aber erstmal sehe ich ganz schön viel Braun. Was natürlich, hier ist schön mit den Federn. Und das Braun variiert auch. Ganz obendran was habe ich denn hier für einen komischen Delle gemacht?
gibt es eine Lichtkante, die müssten wir aber weich machen, diese Lichtkante. Ja, das ist keine scharfkantige. Ich gehe jetzt hier also mit meinem Auswaschpinsel ein bisschen ran, mache hier eine weiche Kante und auch hier schon mal so ein paar helle Federn gleich mit rauswaschen. Da oben wird es dann noch schwarz. Und jetzt variiere ich ein bisschen mit Lavendelblau, wenn ihr es habt. Ansonsten nehmt ihr ein bisschen Blaumischung vom Himmel noch in die Schwinge rein hier. Und wieder das Braun. Also wichtig ist, dass die Farben so ein bisschen variieren. So wie es auf dem Foto auch zu sehen ist. So, jetzt aufgepasst. Hier ist irgendwann der Flügel zu Ende und der Bauch beginnt. Und da haben wir noch einen ganz schön starken Tonwertsprung. Und da gibt es eine sehr helle Stelle. Wieder mit dem Pinsel weich machen. So, der hintere Flügel ist deutlich dunkler mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Wieder in verschiedenen Mischungen. Und am dunkelsten ist er hier hinter dem anderen Flügel. Der hat eine kleine Lichtkante und dann würde ich auf alle Fälle ein bisschen variieren mit dem lichter Ocker und schon mal so ein bisschen diese Richtung der Federn mitmalen. Und auch hier kommen dann schwarze Federn ans Ende. Und vielleicht ein bisschen Lavendelblau, dann geht es nicht so sehr in die braune Richtung, sondern wird ein bisschen grauer auch. Wieder eine weiche Kante hier für die Lichtkante, wieder ein bisschen anlösen und ein paar helle Federn rausziehen. Okay, dann setze ich gleich mal das Schwarz jetzt für die Endfedern noch mit rein. So, und da nehme ich jetzt tatsächlich Neutraltinte, das wird ein richtig schöner Akzent im Bild. Neutraltinte gemischt mit ein bisschen Sienna gebrannt. Okay, ein bisschen entschärftes Schwarz ist hier auch noch zu sehen, ein bisschen grau sozusagen und da auch noch ein bisschen. Dann können wir schon den Schnabel und das Auge malen und die Beinchen und die musste ich, glaube ich, erstmal noch wegradieren. Tatsächlich. Für die Beine nehme ich das Cadmiumgelb, was in der Materialliste stand. Habt ihr euch vielleicht schon gewundert, wozu brauchen wir das Gelb? Also ein bisschen was in die Beine rein, finde ich schön. Und ein bisschen Lasurorange. Das ist auf dem Foto sehr schön zu sehen, diese Farbigkeit. Und dieses Gelb ist jetzt einfach bezaubernd in diesem blauen Wasser. Und die Füße mache ich gleich noch mit Cadmiumrot oder Lasurorange unten dran. Ja? Ich habe jetzt nur die Beine maskiert. Und ehrlich gesagt ist die Form nicht so schön, wie ich sie maskiert habe. Es ist viel schöner auf dem Foto. Da hängt nämlich das eine Bein so ein bisschen runter. Ja? Bei mir ist jetzt hier, der Pinsel hat beim Maskieren zu gleichmäßige Striche gemacht. Das ist dann schnell mal passiert, weil man es halt nicht so richtig sieht. Bisschen Orange jetzt mit rein und unten die, wie heißen die Dinger da unten? Die Füße. Flossen. Nee, Flossen. Flossen sind es nicht. Die mache ich mit Orange und ein bisschen Alizarin, wenn es nötig ist noch. So, und dann müssen wir auf alle Fälle oben auch einen Tropfen Rot mit reinsetzen und dann das eine Bein, was von hinten kommt, auch dann noch schattiger malen. Also es gibt ja ein Bein, was vorne aus dem Rumpf rauskommt. Das ist hier das linke von den beiden. Da wasche ich jetzt hier nochmal eine Helligkeit aus, dass man das dann auch sieht. So, das kommt vorne raus. Und das andere kommt ja hinten raus, hinter dem Rumpf. Und da würde ich das Beinchen, wenn es dann getrocknet ist, noch dunkler machen hier. Und dann reicht es eigentlich, dass man es versteht. So, das Auge. Ne, wir machen erstmal den Schnabel, weil wir jetzt das Gelb-Orange schon im Pinsel haben. Auch oben drauf ein bisschen Gelb und ansonsten Orange. Aber meine Möwe hier ist so klein, also kann man jetzt gar nicht so viel machen. Und das Auge möglichst an die richtige Stelle platzieren. Nicht irgendwie, wo es vermeintlich hin soll, sondern nochmal ganz genau aufs Foto gucken. Das wird dann oft zu sehr in die Mitte. Also es sitzt ganz schön dicht am Schnabel dran. Da unten.
Und es hat eine dreieckige Form. Kann man auf dem Foto schön erkennen. Und der Schnabel geht dann nochmal mit so einer dunklen Trennung da weiter. Ich glaube, ich habe hier auch noch ein bisschen am Rand noch ein bisschen Maskierflüssigkeit. Da muss ich nachher nochmal rubbeln. Der Schnabel, der ist vorne noch maskiert. Okay, und die zweite eben ganz ähnlich. Da haben wir so eine schöne Lichtsituation, dass hier nochmal Licht reinkommt. Brauchen wir vielleicht gar nicht unbedingt zu malen, weil wir ja diesen diesigen Tag haben. Wir haben ja kein Sonnenlicht. Ich fange wieder an mit so einem Blau-Grau. Und wenn die jetzt farblich ein bisschen gedämpfter ist, die zweite, dann ist das gar nicht verkehrt. Also ich würde jetzt nicht mehr so viele Brauntöne reinnehmen wie jetzt in diese Möwe, in die hier oben etwas mehr Grau, damit sie einfach farblich variiert sind und auch eine ein bisschen wichtiger ist als die andere. So, hier vorne auf der Brust ist es sehr hell und dann kommt der nächste Schatten hier am Köpfchen. Da ist es dann wieder ein bisschen dunkler. So, auch die hat natürlich hier orangefarbenen Schnabel. Jetzt fehlt uns ja noch, hier unten die Welle muss noch ein bisschen plastischer werden. Und dann haben wir das Motiv aber, finde ich, schon ganz schön hinbekommen. Ich setze jetzt hier noch einen kleinen Schatten unter die beiden kleineren Möwen, dann kommen die auch noch plastisch ein bisschen weiter raus. Und dann würde ich jetzt hier mal anfangen. Ich mache diese dunklen Höhlen, die ich jetzt noch malen möchte in der Welle, die mache ich ein bisschen wieder vorher nass. Und zwar ruhig ein bisschen größer nass machen, als man malen möchte. Und jetzt mische ich mir nochmal eine richtig dunkle Farbe mit Ultramarin Feinst, Kobalttürkis Light und Neutraltinte an. Vielleicht auch ein bisschen Sienna gebrannt, dann wird es noch wärmer. Und setze jetzt hier nochmal Dunkelheit rein, die sich, weil es so schön nass ist hier, den Weg selber sucht. Und ich kann es aber auch gleich noch ein bisschen helfen. So, und dann können wir gleich noch so ein paar dunkle Linien mit unterbringen hier. Schon ein bisschen zu viel. Ja, und diese Dunkelheiten, dass es jetzt wirklich hier so reingeht mit dem Wasser, das ist schon wichtig für dieses Motiv. Und hier kommt die zweite und hier kommt das Wasser dann an den Strand. Da entsteht dann die Bewegung der Welle. Ich mache die in 2 verschiedenen Größen und 2 verschiedenen Formen, diese beiden Punkte, ja, dass es nicht zu gleichmäßig ist. Da ist wirklich die Gleichmäßigkeit, macht es dann kaputt. Bisschen Grün kann auch mit rein. Also hier haben wir eine ganz andere als hier und die hier hinten war noch eine kleine. Was jetzt noch fehlt, was man noch machen kann, ist mit der Zahnbürste noch ein bisschen weiße Gischt über über den Wellenbereich hier sprühen. Also vor allen Dingen, wenn es vielleicht bei euch mit dieser weichen Kante hier nicht ganz so gut geklappt hat, mit dem Weichen, dann kann man jetzt durch dieses Sprühen der feinen Tröpfchen nochmal wirklich sehr viel Lebendigkeit reinbringen. Hier habe ich jetzt ein bisschen eine Kante bekommen. Das ist natürlich nicht so schön, weil mein Wasser schon so schmutzig war. Und das würde ich jetzt gerne nochmal zeigen mit der Zahnbürste. Und dann haben wir das Deckweiß. In diesem Fall mache ich es auf meine Palette drauf. Da habe ich immer hier so eine Ecke. Und dann gehe ich mit der angefeuchteten Zahnbürste. Und da ist es eben immer so, dass man gucken muss, wie viel Wasser jetzt hier reingeht. Wenn sehr viel Wasser mit dabei ist in dieser Weißpfütze hier, dann spritzt es zwar sehr schön, aber die Farbe trocknet dann so hell auf, dass man die einzelnen Spritzer nicht mehr sieht. Wenn es zu cremig ist, das, was in der Zahnbürste drin ist, jetzt hier das Weiß, dann kriegt man es nicht rausgespritzt. Also das muss man alles ein bisschen üben und gucken. Dann muss man mit der Zahnbürste ganz nah rangehen, dass man nicht von weit weg das macht, weil sonst kriegt man so eine Milchstraße. Dann sprüht es so mit so einem Rutsch über das ganze Papier und es sitzt da, wo man es nicht haben will. Und dann drehe ich es ab und an mal in verschiedene Richtungen. Das ist wirklich ein schöner Effekt, mit dem man noch manche Welle reparieren kann auch. Also gerade wenn das Weiß dann hier vor diese dunklen Löcher kommt, vor die dunklen Wellenhöhlen, dann sieht es eigentlich sehr schön aus. Oder auch hier oben ein bisschen an den Bereich zwischen Welle und Meer. Dann kann man natürlich noch mit dem Deckweiß direkt aus der Tube Dinge korrigieren. Also man kann jetzt so eine Kontur hier nochmal begradigen oder eine Lichtkante im Flügel setzen. Die ein oder andere kleine Welle, weil, wie gesagt, so ein stürmisches Wetter ist wahrscheinlich so, dass hier hinten auch noch ein bisschen was ist. Und da ist noch ein bisschen mehr
Und sowas würde ich immer nur als Akzent ansetzen. Nicht so eine ganze Welle jetzt mit Weiß. Würde ich nicht machen, ist manchmal Akt der Verzweiflung, weil man das Gefühl hat, oh Gott, ist nur noch so zu retten. Aber dann würde ich eher vorschlagen, nochmal ein neues Blatt anzufangen. Mit dem Motiv bin ich jetzt soweit erstmal fertig und auch ganz zufrieden so. Ich finde es eigentlich ganz schön geworden. Man kann, wenn einem das hier zu hell ist, das habe ich ja öfter schon mal in Kursen gemacht, hier eine kleine dunkle Lasur nochmal hinsetzt. Ich habe hier wenig Platz im Strand, deswegen mache ich nicht viel, sondern ich setze jetzt hier in der Ecke, fange ich an und setze dann wirklich ziemlich schnell, spüle ich meinen Pinsel aus, mache ihn trocken und gehe hier mit klarem Wasser gegen diesen Streifen dran, sodass ich wirklich nur diese Ecke hier ein bisschen dunkler habe. Und dann nochmal ein bisschen mit Blau da rein, wenn es nicht zu braun ist. Und dann habe ich das Gefühl, vielleicht hier auch noch ein bisschen, dass es sich mehr so zusammenzieht und der Blick dann doch schon hier hochgeschickt wird zu den Möwen, mehr als wenn es unten zu hell ist. Ja, dann bin ich fertig und hoffe, ihr seid zufrieden mit euren Bildern oder habt es noch in Arbeit, sodass es noch zu Ende gebracht wird. Wir haben jetzt knapp 2 Stunden heute Abend am Motiv gesessen. Das ist schon eher ein langer Livestream jetzt gewesen. Und nach 2 Stunden wäre jetzt auf alle Fälle eine Pause wichtig, dass man wirklich auch Pause macht und dann vielleicht morgen weitermacht und nicht zu lange an so einem Motiv dann arbeitet, weil dann irgendwann ist die Konzentration auch vorbei. Ich bin fertig mit meinem Bild. Ich würde es zumindest jetzt erstmal irgendwo hinstellen, ein bisschen dran vorbeigehen und vielleicht dann morgen nochmal die ein oder andere Sache korrigieren. Aber soweit wäre ich jetzt erstmal zufrieden.